Hi Leute, willkommen zu Drang About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Labwaffenbau und einige andere Sachen. Irgendwie bin ich immer noch so ein bisschen von Space Marine 2 irgendwie inspiriert und habe mich die Tage mal hingesetzt, habe noch ein paar Mal so einen Schädel mal geschäumt und habe mir überlegt, da könnte man ja eigentlich hier so einen Servoschädel mal draus bauen. Ne? Würde sich ja anbieten. Vielleicht mache ich auch noch ein paar andere Sachen mit den Schädeln. Ich habe mal 3 Stück gemacht. Mal gucken, was ich draus mache. Jetzt in dem Video, weiß noch nicht, werden wahrscheinlich mal wieder 2 Teile, weil ich unter der Woche nicht so viel Lust für die Videos hatte. Und werde dann hier erstmal so ein Rohling dann den Servoschädel rausbasteln. Mal gucken, ob ich das hinkriege, dass das nachher auch ein bisschen aber aussieht. Ich hoffe, das ganze Thema interessiert euch. Bleibt dran. Wir sehen uns. Dann wollen wir mal loslegen. Ich habe hier schon so ein bisschen was vorbereitet, habe mit dem Locheisen aus verschiedenen Materialdicken mal so ein paar Sachen ausgestochen. Mal gucken, bin mal gespannt. Ein paar Sachen müssen wir noch vorbereiten. Ich bin am Überlegen, noch einen Schlauch zu machen. Dafür nehmen wir natürlich dann keinen richtigen Schlauch. Das soll hier alles noch, ich sag jetzt mal, irgendwie kampftauglich sein. So, wir probieren das einfach mal aus. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein Stück 16er Matte. Ob das nachher klappt, weiß ich nicht. Ich glaube, das größere Stück da brauchen wir nicht. Dann gehen wir erstmal hin. Noch vielleicht ein bisschen dicker Schlauch. Jetzt haben wir es. Wie ihr seht, nach all den Jahren habe ich immer noch nicht nur Schleifen raus. Aber hey, egal. Ich glaube, das ganze Rundschleifen, das wird noch eine richtige Aktion werden. Bin gespannt, ob wir das hinkriegen, so halbwegs. So ganz rund muss es nicht werden, aber wenigstens schon mal so halbwegs. Ja, so halbwegs rund kriegen wir es hin. Ist noch nicht so ganz rund. Machen wir dann später. Ich gucke jetzt erstmal mit dem Aurentier. Mal schauen, wie wir das hier hinkriegen. So, hier so ein paar Sachen habe ich vorbereitet. Schleifen muss ich auch noch ein bisschen an einigen Stellen. Mal schauen, weiß ich noch nicht. Ich habe einfach mal so ein paar Größen gemacht. Ich hatte erst das Ding gemacht, oder das war ein bisschen groß hier für das Auge. Das kann man je nachdem hier für die Seite. Mal gucken. Ich würde sagen, das Ding, das kleben wir jetzt hier erstmal drauf. Mal schauen, ob das klappt. Ich glaube, da nehmen wir ein Edding für. Mit Kugelschreiber weiß ich ja nicht, ob das eine gute Lösung ist. Ich muss mal gucken. Ich weiß noch gar nicht mit Heißkleber, ob man da gut hier drauf mit kleben kann. Probieren wir jetzt einfach mal aus. Auf dem geschäumten. Machen wir einfach mal. Der Einfachheit halber mal statt mal wieder mit Heißkleber. Können wir natürlich auch Pateks wieder nehmen. Aber dann natürlich beide Seiten einschmieren. So. Hat schon was von einem Piratenkapitän. Irgendwie so ein bisschen Captain Hook mäßig. So. Dann bin ich hingegangen. Hab dann hier mit so Locheisen in verschiedenen Größen. Hab dann hier so ein paar Sachen dann mit so Ringen. Da kommt dann nachher quasi hier so Schlauch rein. Irgendwo glaube ich habe ich auch ein bisschen was Größeres. Da muss ich gleich mal gucken. Weil ich hatte hier aus 16er Matte. Ich habe mal sicherheitshalber 2 gemacht. Das Ganze müssen wir dann nämlich ein bisschen was anschrägen. Dann nehme ich mal einen dickeren Cut dafür. Machen wir erstmal so eine Schräge in der. Das Auge, das soll ja auch so halbwegs gerade dann drauf sein. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Gucken wir, ob das hier so halbwegs mittig kriegen. So. Der ist nicht ganz mittig geworden, aber das will ich auch nicht so ganz, damit das so halbwegs dann auch von der Augenhöhle hier passt. So.
So. Bin echt mal gespannt. So. Dann hatte ich ja hier den Ring gemacht. Der sollte eigentlich, glaube ich, dann hier so drauf passen. So. So, dann haben wir hier schon mal die Komi-Linse. Hier in die Augenhöhle. Da machen wir auch noch so ein Ding rein. Jetzt weiß ich nicht mehr, da was Größeres oder was Kleineres. Wir probieren einfach mal ein bisschen aus. Zum Beispiel da was aufpassen. Bei so kleinen Sachen. Dass so schnell die Finger verkokelt hier mit dem Heißkleber. Jetzt gucken, ob wir hier mit 2 Dingern das da reinmachen oder nur so eins. Ja, mit den 2 sieht schon gar nicht so schlecht aus. Dann machen wir einfach mal. So. Ja, sieht doch schon mal ja nicht so schlecht aus. Bin mal gespannt, wie das Ding nachher aussieht, wenn es mal fertig ist. Wie gesagt, so ein bisschen was habe ich mir überlegt. Ob das nachher gut aussieht, ist dann eine andere Sache. Das Teil, das machen wir hier irgendwie hier so an der Seite dran. Ich hoffe, dass das eine Stelle ist, wo das auch halbwegs hält. Ups. Andererseits wir machen das Ding noch ein bisschen aufwendiger. So, das Teil, die Dinger machen wir noch mit dem Lötkolben, sobald der mal ein bisschen heiß geworden ist. Das kommt dann hier so dran. Ja, dann tue ich in der Zwischenzeit mal hier den angehenden Schlauch noch ein bisschen rund schleifen. Ich habe jetzt das Teil hier so halbwegs rund geschliffen. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn es nicht ganz rund ist. Dann habe ich ein bisschen aus Dreiermatte. Ich will hier hinten noch irgendwie so ein bisschen so eine Metallplatte drauf machen. Mal gucken, wie weit der Lötkolben jetzt ist. Dann machen wir hier nämlich noch so ein paar Verzierungen. Bin ich natürlich am Überlegen. Machen wir hier noch einen Schlauch dran. Oder lassen wir das. Ein bisschen zu viel ist vielleicht auch, dann machen wir nicht zu viel. Das sieht ja eigentlich schon ja nicht so schlecht aus. Da kann man ja gucken. Ja, das ist nicht. Ja, ich glaube, das lassen wir so. Das ist dann quasi, dass man dann vielleicht noch so einen Schlauch dran machen könnte. Da haben wir ja beim letzten Mal das bei dem Schwert mit den Verschlüssen so gut hingekriegt haben, Leute. Ich jetzt einfach mal mit dem Lötkolben. Das hat da ja auch so gut funktioniert. Machen wir jetzt hier einfach mal das Loch für den Neodynmagneten. Wir werden einfach mal wieder wild rum experimentieren. So, so sieht das jetzt aus. Jetzt müssen wir dann mal gucken, ob wir für die Tentakel uns was einfallen lassen. Vielleicht, dass wir dann hier so ein Teil nehmen von der 16er Matte und dann da irgendwie so die Tentakel oder irgend so was dran machen. Da müssen wir uns gucken. Bin mir noch nicht ganz schlüssig, wie ich das am besten mache. Aber da wird mir auch noch was einfallen. Oder wir machen hier so das Ding dran. Leute, ich hätte den Lötkolben ausstecken sollen. Wir brauchen nämlich noch das andere Loch. Davon ist auch noch nicht so schnell abgekühlt. Wir nehmen jetzt einfach mal hier das Teil. So,
Dann hätten wir dann hier, da der Magnet hier, dass man die dann irgendwie hier so zusammen machen kann. Und hier an das, Moment, jetzt gucken, ob ich das vielleicht noch ein Stück dran setze, also noch ein bisschen länger und mache dann da die komischen Tentakel dran. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich gucke mir mal ein paar Bilder an und werde mich da jetzt erstmal ein bisschen inspirieren müssen. So Leute, nachdem ich mich ein bisschen inspirieren lassen habe mir mal ein paar Bilder zu so Servoschädels angeguckt. Habe ich so ein paar Sachen schon wieder mal vorbereitet. Wie ihr seht, hier ist schon so ein halbes Bein. Na, wenn alles nicht funktioniert, dann mache ich hier unten noch irgendwas drunter, damit das Teil irgendwie noch ein bisschen Standfläche kriegt, wenn es mit dem Gewicht hier nicht so ganz klappen sollte. Oh, das Ding ist fast abgekühlt. Probieren wir mal aus. Das habe ich mir nämlich gedacht, Leute, hat der alle Beine hier von sich streckt. Aber mit dem, das funktioniert schon mal gut. Na, da müssen wir hier noch irgendwas drunter machen. Dann probieren wir mal aus. Kommen die quasi hier so dran. Ich habe schon mal ein bisschen wieder was weiter gemacht. Und zwar die Arme hier. Im Endeffekt dasselbe wie hier, nur ein bisschen anders angeordnet. Hier muss ich noch so ein bisschen was nieten drauf. Dann alles so ein bisschen zusammenpasst. Wie gesagt, der Einfachheit halber habe ich das jetzt einfach mal damit gemacht. So, mal gucken, habe ich hier auch überall die Dinger dran. Sieht gut aus. So. Dann die tun wir erstmal noch auf Seite. Vielleicht brauchen wir noch ein paar Nieten. Dann habe ich hier ein bisschen was vorbereitet, dass wir hier noch so ein paar Zangen dran machen. Das wird dann hier so. Und die fällt mir hier heute alles runter. Gott sei Dank ein Kabel. Das wird dann hier so die tödliche Krabbe im Cha-Cha-Schritt. So Mad Max. Ah ne, Mad Mission. So. Also bisher bin ich echt zufrieden. Das Einzige, was ich festgestellt habe, Leute, das zeige ich euch gleich. Also auf glatten Unterflächen, also Oberflächen steht das Ding extremst bescheiden. Also das kann ich euch schon mal sagen. Also hier auf dem Teil, das zeige ich euch jetzt mal. Macht er dann diesen. Ja, komischerweise auf einem Teppich klappt es dann. Da können die Beine anscheinend nicht weg. Da kann er drauf stehen. Jetzt habe ich mir überlegt, ihr habt, ist natürlich blöd, weil man den nicht unbedingt immer auf dem Teppich stehen hat. Die Dinger, die haben ja auch schon mal hier so einen Raketenantrieb. Jetzt habe ich mir hier sowas zusammengebastelt. Das kommt dann quasi hier unten drunter. Mache ich dann auch wieder mit einem Magnet. Dass das dann quasi das Gewicht des Schädels auch auf einer glatten Oberfläche halten kann. Ja? So sieht das dann aus. Den Schlauch habe ich schon gemacht. Jetzt habe ich mir aber noch überlegt, was natürlich vielleicht auch cool aussieht. Ich habe noch welche von diesen Lampen, diese Feuerlampen. Ja? Da ich quasi hier das untere Teil. Den Schädel erstmal wieder runter. Da ich quasi hier das untere Teil hier komplett nochmal neu mache. Also hier das gesamte Teil. Und mache dann hier so eine Lampe rein. Mit diesem Effekt. Das sieht also von der Höhe her, könnte das ungefähr hinhauen. Das sähe bestimmt ja nicht mal so schlecht aus.
Ich glaube, das mache ich auch. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt ja auch nicht im Video nicht gezeigt, wie ich baue. Das war jetzt relativ spontane Sache. Dann kommt hier ein Magnet rein, unten dann auch, so wie hier oben. Allerdings dann direkt rein. Das machen wir vielleicht auch direkt schon mal. Durch den Schlauch hat er jetzt hinten so ein bisschen, aber dadurch, dass der dann dran gemacht wird, klappt es dann mit dem Kopf wieder. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, soweit sieht er jetzt aus. Den drehen wir jetzt noch ein bisschen. Kann man den auch noch von der anderen Seite sehen. Ja. So. Wie gesagt, ich bin auch echt am Überlegen mit der Lampe drunter. Wenn die hier so ein bisschen drunter macht, sieht da bestimmt ja nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, das werde ich auch machen. Wie gesagt, ich bin auch am Überlegen, noch so ein paar mit der Elektrik, jetzt mit der Lampe mache ich vielleicht noch mal so ein Düsentriebwerk, aber dann mit der Lampe drin. Sieht bestimmt nicht schlecht aus, wenn man das Ding dann hinstellt. Das Ganze ist ja auch schön zum Auseinanderbauen. Da kann man dann ja auch noch ein paar andere Sachen je nachdem dran machen. Ich habe überlegt, ob ich nicht so hier diese Kabel mit den Dingern da, wenn die da so am Rumschweben sind, dran mache. Ich nenne es jetzt mal Wirbelsäule. Das ist ja wahrscheinlich mehr so Kabelgedöns, aber es sieht immer irgendwie so ein bisschen aus, als wenn die Wirbelsäule vom Schädel noch so runterhängt. Da kann man vielleicht auch noch was machen. Mal schauen, was ich da mir noch so einfallen lasse. Mal schauen. Vielleicht mache ich da auch noch was zu. Weiß noch nicht, ob ich da auch noch separat ein Video zu mache, aber eigentlich hatte ich nur 2 Teile geplant. Also jetzt der erste, wo ich das Teil mal baue, was ja ein bisschen eskaliert ist, dadurch, dass mir immer noch so ein paar Sachen eingefallen sind. Und ja, im nächsten werde ich das Ganze dann pinseln und dann mal gucken, wie das Ganze nachher aussieht. Ja, dann hoffe ich mal, das Ganze gefällt euch wieder. Ich weiß, Warhammer ist jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache. Aber irgendwie durch die Schädel, die ich schon geschäumt habe, hat sich halt irgendwie angeboten, mal damit was zu machen. Wie ihr seht, braucht man nicht allzu viel, um sowas dann zu basteln. Ein bisschen Fantasie, ne? Und dann kann man loslegen. Dann hoffe ich mal, das ganze Video hat euch gefallen. Bleibt mir treu. Danke wieder an alle Leute, die mich schon abonniert haben. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wir sehen uns.